Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Marokko. Diese Woche zeigen wir euch einen spektakulären Schlafplatz direkt am Atlantik. Wir schlendern mit euch über einen ländlichen Wochenmarkt, ganz ohne Touristen. Und wir fahren in die Hauptstadt nach Rabat. All das gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir fahren immer entlang der Atlantikküste. Hier finden sich wunderschöne Spots und traumhafte Buchten zum Freistehen. Aber auch offizielle Plätze, an denen man entspannt für kleines Geld übernachten kann. Für einen Tag stoppen wir in Essaouira. Die von europäischen Ingenieuren im 18. Jahrhundert entworfene Stadt hat sich aufgrund der Passatwinde zum Surfers Paradise entwickelt. Die bei Filmschaffenden als Kulisse beliebte Altstadt gehört mit ihrer Hafenanlage zum UNESCO-Welterbe. Und obwohl das Schlendern durch kleine Gassen und urige Läden für uns schon fast zur Routine geworden ist, entdecken wir immer wieder Interessantes und Neues. Mittlerweile haben sich immerhin 2 marokkanische Messinglampen, 2 Teppiche und eine Tischdecke im Kastenwagen angesammelt. Weiter geht's Richtung Norden. Der fast 2 Tage lange Dauerregen der vergangenen Woche hat auf unserer Strecke hier und da Spuren hinterlassen. Einige kleine Erdrutsche und Überschwemmungen können wir jedoch gekonnt umfahren. Wir sind ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Safi, stehen hier auf diesem Platz mit gigantischem Ausblick. Wir waren gestern auch direkt unten am Wasser, sind einmal die Serpentinenstraße runtergefahren. Unten ist noch so ein kleines Café, waren auch ein paar Leute da, die gebadet haben. Surfer haben wir keine gesehen. Es gab dann auch relativ viele Leute, die hier Picknick gemacht haben. Leider herrscht auch hier das alte Thema Müll. Ich war zwischendurch laufen und wenn man so ein bisschen abseits der Straße läuft, ist alles mit Scherben übersät. Ich habe mir dann auch echt gedacht, so, oh Gott, hoffentlich trete ich nicht hier gleich in irgendeine Scherbe. Mega schade. Es kam dann auch eine Familie, die hier Picknick gemacht haben, die ihren Müll einfach über die Mauer geworfen haben. Riesenproblem und total schade, zumal, das habe ich heute Morgen gesehen, es sogar eine Mülltonne hier gibt. Anyway, wir haben es trotzdem genossen. Super schöner Platz. Wir haben 5 € dafür bezahlt, um hier zu pennen. Packen jetzt gleich unsere Sachen und fahren weiter Richtung Norden. Nach einem kurzen Aquastop erreichen wir den Fischerort Oualidia. Neben zahlreichen Touristen leben hier 20.000 Menschen. Mit der Lagune Medilla Larga bietet sich hier übrigens auch für nicht ganz so geübte Schwimmer die Chance, beim Baden ein bisschen Salzwasser zu schlucken. Die Lagune ist übrigens ein wichtiges internationales Winterquartier für Wohnmobilisten. Nein, natürlich für Enten und Limikolen, eine ganz besondere Vogelart. Die Camper nehmen den Ort erst im Frühling und Sommer wieder in Beschlag und sorgen für Überfüllung am Strand. Wir entscheiden uns, die mautpflichtige Autobahn zu meiden und entdecken daher neben einer Landstraße einen Wochenmarkt, den wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Überlagert von ohrenbetäubendem Stimmengewirr aus Dutzenden Lautsprechern lassen wir uns treiben und freuen uns über marokkanischen Minztee, getrocknete Datteln und Gewürze.
Je näher wir schließlich Rabat kommen, desto sauberer wird es entlang der Straßen. Wie erfreulich. Nach Casablanca ist die Hauptstadt Rabat die zweitgrößte Stadt und die Residenz des Königs Mohammed VI. Die konstitutionelle Monarchie Marokkos ist übrigens die Lösung der langjährigen Bemühungen der Dynastie der Alawiden, die zahlreichen Berberstämme des Landes zu vereinen. Unsere typische Kaffeepause machen wir im wunderschönen Ambiente des Innenhofs vom Hotel Riyad Al-Bahi. Rabat ist Heimat für 650.000 Einwohnerinnen und Einwohner, landet aber auf der Beliebtheitsskala der Touristen, zumindest was die 4 Königsstädte angeht, auf dem letzten Platz. Wir sind in der Hauptstadt Rabat angekommen, parken direkt an der Stadtmauer. Ein eher normaler Parkplatz, aber das Ganze bewacht. Und das Gute ist, wir sind direkt an der Medina. Durch die sind wir jetzt gerade auch schon mal gelaufen und auch durch das jüdische Viertel. Und jetzt machen wir uns auf zur alten Kaschba. Die kann man da hinten weiß am Horizont sehen. Ich liebe es übrigens, die Tradition des Postkartenschreibens aufrechtzuerhalten. Wie schön, wenn es auch hier und da noch Briefkästen dafür gibt. Nach einem gefühlten Halbmarathon durch Rabats Straßen freuen wir uns über ein leckeres, farbenfrohes Valentinsdinner. Beim Betrachten und Probieren der Falafeln in Herzform wird uns ganz warm um selbiges. Was man uns früher im Biologieunterricht erzählt hat, stimmt übrigens. Störche überwintern in Afrika. Dieses Mehrfamilienhaus ist der Beweis dafür. Schade, dass gerade in diesem Moment der Akku seinen Geist aufgibt. Hallo aus Larache an der marokkanischen Küste. Wir haben Rabat gestern verlassen, so gegen Nachmittag, sind hier am Abend in Larache angekommen. Ein beschauliches Örtchen. Wir stehen nicht auf der Stadtseite, sondern auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht. Insofern ist es hier auch sehr entspannt. Am Strand gibt es ein paar Cafés, relativ wenig Leute. Wir haben so einen ganz schönen Schlafspot gefunden. Wollten ursprünglich auch weiterfahren heute, aber haben jetzt gesagt, hey, wir machen jetzt hier einen ruhigen Nachmittag, gehen vielleicht gleich noch mal in eins der Beach-Cafés, werden dann so bis Sonntag uns so langsam vorarbeiten in Richtung marokkanisch-spanischer Grenze, denn am Montagnachmittag geht unsere Fähre zurück auf den europäischen Kontinent. Unsere Zeit in Marokko neigt sich damit langsam dem Ende entgegen. Das Ganze ist für uns jetzt natürlich so ein bisschen mit Wehmut schon verbunden, aber wir freuen uns tatsächlich auch noch mal eine Zeit in Spanien zu verbringen und dann so langsam weiter gen Norden zu fahren.
Das war unsere vorerst letzte Woche in Marokko. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann freuen wir uns, wenn ihr uns liked oder uns abonniert. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.